diesen Kanal. Ich freue mich, dass ihr euch für das Thema ungeregelte Migration und der Versuch zur Eindämmung interessiert. Die Grenzen sind offen, die Boote kommen. Was bedeutet die ungeregelte Migration für Europa und für Deutschland? In diesem Video schauen wir uns die Ursachen, Folgen und mögliche Lösungsansätze genauer an. Die Eindämmung der Migration ist ein unheimlich komplexes Thema mit vielfältigen Facetten und löst kontroverse Diskussionen aus. Hier sind einige Aspekte, die in diesem Zusammenhang betrachtet werden. Was sind die Ursachen der Migration? Armut und wirtschaftliche Not. In vielen Herkunftsländern herrschen Armut und fehlende Perspektiven. Die Menschen flüchten vor Gewalt und Verfolgung. Extremwetterereignisse und Umweltzerstörung führen zur Vertreibung von Menschen. Welche Maßnahmen gibt es zur Eindämmung der Migration? Globale Zusammenarbeit. Stärkung der Herkunftsländer durch Entwicklungshilfe. Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Effizientere Bearbeitung von Asylanträgen, um Schutzbedürftige schneller zu identifizieren. Legale Migrationswege schaffen. Programme zur Fachkräftezuwanderung, um den Bedarf der Wirtschaft zu decken. Rückführungen erleichtern. Zusammenarbeit mit Herkunftsländern zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Verstärkte Grenzsicherung. An den EU-Außengrenzen muss verstärkt kontrolliert werden, um ungeregelte und illegale Migration einzudämmen. Was sind die Kritikpunkte? Zum einen sind es humanitäre Aspekte. Die Einschränkung der Migration kann dazu führen, dass Menschen in Notlagen zurückgelassen werden. Ebenso hat es wirtschaftliche Folgen. Der Fachkräftemangel kann die Wirtschaft bremsen. Nicht zu unterschätzen sind gesellschaftliche Folgen. Denn Integrationsprobleme und soziale Spannungen können zunehmen. Welche Folgen hat eine ungeregelte Migration für Deutschland? Es gibt eine Vielzahl von Folgen, sowohl positive als auch negative. Dabei ist es wichtig, diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen, um eine ausgewogene Diskussion zu ermöglichen. Schauen wir uns zunächst die positiven Folgen an. Migranten können einen wichtigen Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten, indem sie Lücken auf dem Arbeitsmarkt schließen und Innovationen fördern. In einer alternden Gesellschaft können Zuwanderer helfen, den Arbeitskräftemangel auszugleichen und die Rentenversicherung zu stabilisieren. Außerdem führt die Migration zu einem kulturellen Austausch und einer größeren Vielfalt in der Gesellschaft. Die Integration von Migranten kann den sozialen Zusammenhalt stärken und Vorurteile abbauen.
Welche negativen Folgen gibt es für Deutschland mit einer ungeregelten Migration? Ein hoher Zuzug kann zu einer Überlastung der öffentlichen Infrastruktur wie Schulen, Krankenhäuser und Wohnraum führen. Die Integration von Migranten ist ein unheimlich komplexer Prozess, der Zeit und Ressourcen erfordert. Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede und Diskriminierung können Integrationsprozesse erschweren. In einigen Fällen können soziale Spannungen zwischen der einheimischen Bevölkerung und Migranten entstehen, die sich in Form von Vorurteilen, Diskriminierung und sogar Gewalt äußern. Obwohl die meisten Migranten friedlich sind, können einzelne Personen oder Gruppen eine erhebliche Sicherheitsbedrohung darstellen. Die Integration von Migranten verursacht Kosten für den Staat, beispielsweise für Sprachkurse, Sozialleistungen und Integrationsmaßnahmen. Zuwanderung kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Sie kann zu einem Wettbewerb um Arbeitsplätze führen, aber auch zu einer Erhöhung des Arbeitsangebots und damit zu niedrigeren Löhnen. Weiterhin kann sich die Anspannung bezüglich fehlenden Wohnraums weiter zuspitzen. Die Frage der Migration ist in vielen Ländern zu einem politischen Streitpunkt geworden, der die Gesellschaft polarisiert. Als Fazit kann Folgendes zusammengefasst werden. Die Folgen einer ungeregelten Migration sind vielfältig und hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie beispielsweise der Anzahl der Migranten, ihrer Herkunft, ihren Qualifikationen und natürlich auch der Aufnahmebereitschaft der Gesellschaft. Es ist wichtig, die positiven und negativen Aspekte abzuwägen und eine Politik zu entwickeln, die sowohl die Rechte der Migranten als auch die Interessen der Aufnahmegesellschaft berücksichtigt. Ihr seht, dieses Thema der Migration ist so komplex, als dass es keine einfachen und schnellen Lösungen gibt, wie von vielen versprochen wird. Was denkt ihr? Wie können eurer Meinung nach die negativen Auswirkungen einer ungeregelten Migration minimiert werden? Und welche Maßnahmen zur Eindämmung der Migration hältst du für sinnvoll? Schreibt es doch in die Kommentare. Aber bitte bleibt dabei sachlich und respektvoll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert den Kanal, damit ihr auch in Zukunft kein weiteres Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.